Hinter uns liegen Jahre voller Kontraste. Eine Reise, die uns quer durch Nord-, und Südamerika geführt und uns tief geprägt hat. Wir haben die Freiheit in ihrer reinsten Form erlebt, doch jetzt ist es Zeit, die Perspektive zu wechseln. Also heißt es, unserem Van ein Makeover zu verpassen, denn auch er hat in dieser Zeit viel erlebt. Nach so langer Zeit, würde ich sagen, hat sich das Jimmy verdient. Es ist ein massives Projekt, ein Drahtseilakt zwischen Euphorie und Baustellenwahnsinn. Wir wollen gründlich sein, doch schnell wird klar, Putzen reicht da nicht mehr. Da muss man einfach richtig dahinter gehen und das frisch machen, damit der Van wieder strahlt. Manche Dinge greifen fast wie von selbst ineinander. Halleluja! Aber dann gibt es diese Überraschungen, bei denen wir mit Geduld und feinem Werkzeug nicht weiterkommen. Wäre langweilig, wenn es einfach läuft, oder? Wir haben uns jetzt entschieden, ein bisschen Gewalt anzuwenden, damit wir das Problem lösen können. Es ist soweit. Jimmy bekommt sein lange überfälliges Makeover. Er hat schon ein bisschen Liebe von außen bekommen in Kolumbien. Jetzt wollen wir uns ums Innere kümmern. Als wir ihn ausgeräumt haben, haben wir ja schon ein paar Dinge festgestellt, die wir ein bisschen erneuern und auffrischen müssen. Aber die Liste ist mittlerweile schon ein bisschen länger geworden. Also starten wir direkt los. Das, was man am besten sehen wird, sind wahrscheinlich die Fronten der Schränke, die Wände, die einfach so abgeranzt sind. Die haben schon richtig dunkle Flecken. Und auch das Putzen reicht da nicht mehr. Da muss man einfach richtig dahinter gehen und das frisch machen, damit der Van wieder strahlt und wieder so ein gutes Gefühl einem gibt, wenn man hier drin wohnt. Dann wollen wir auf jeden Fall auch die Küche auffrischen, also einmal die Platte auch schleifen, ölen, das ganze Wassersystem reinigen, vielleicht ein paar Schläuche ersetzen. Und auch eine größere Sache wird vorne der Himmel sein, wo sich der Stoff löst, auch vom Regalfach, das wir da eingebaut hatten. Das sieht echt einfach nicht mehr gut aus, wie das so richtig abgewetzt ist. Und ich freue mich richtig, wenn diese Änderungen kommen. Dann gibt es natürlich ein paar Kleinigkeiten wie Türgriffe, beim Kühlschrank noch etwas und auch im Tritt. Ich glaube, das sind einfach so viele Sachen. Wir schreiben es am besten auf, dann geht auch nichts vergessen. So, die Liste ist komplett, hoffentlich. Aber bevor wir mit irgendwas anfangen, gibt es erstmal einen gründlichen Grundputz. Hola amigos, ich bin unterwegs zum Baumarkt, denn wir brauchen ein paar Sachen. Also vor allem brauchen wir Farbe, Pinsel, Schleifzeugs und ein paar Kleinigkeiten. Also vamos! Wir haben alles bekommen, was wir brauchen. Ich hoffe, Farbe haben wir auch genug und sonst müssen wir halt noch was vorbeikommen und kaufen. Also, a casa! Hola! Hi! Ich Und? alles bekommen. Sehr gut. Farbe, Sprühkleber, Seil, Schleifpapier. Auch das Feine? Ja. Okay, sehr gut. Magst du gleich? Okay. Ja? Ja. Das Wasser war jetzt richtig dunkel, aber ich muss gleichzeitig sagen, ich bin ein bisschen enttäuscht vom Ergebnis. Ich war jetzt stundenlang dran und trotzdem, es gibt Stellen, wie hier zum Beispiel, da war mein Hut und der hat halt während der Fahrt immer mitgeschwungen und das geht einfach nicht weg, auch wenn ich es putze und schrubbe und ja, hatte mir ein bisschen ein besseres Ergebnis erhofft, denn wir wollen ja wieder lasieren, das heißt, man wird dunkle Flecken wieder ein bisschen durchsehen.
Ja, und die Konsequenz ist, dass wir jetzt nicht nur diese 3 Platten hier aus den Oberschränken schleifen, sondern wahrscheinlich noch sehr viel mehr. Das wird richtig anstrengend und lange dauern, aber ich glaube, da führt kein Weg vorbei. Oh, das sieht aber gut aus. Ja. Sieht nicht schlecht aus, obwohl die Farbe so geklebt hat. Also, im Vergleich zu vorhin, sieht man einen kleinen Unterschied, oder? Kleinen Unterschied, Aber ja. es hat Ewigkeiten gedauert, also ich hoffe, dass das Training nicht ganz so schlimm ist. Wenn ihr uns schon länger begleitet, dann wisst ihr, dass wir uns in Sachen Strom bereits seit Jahren auf Jackery verlassen. Zum Beispiel im Van, wo wir die 1000 Watt Powerstation dabei hatten und diese als Ergänzung zum bestehenden Stromsetup nutzen. Ich muss sagen, da hat sie uns wirklich einige Male aus der Bredouille gezogen. Aber auch letzten Sommer, als wir mit dem Synchro durch Europa getourt sind, hatten wir Jackery mit dabei als einziges Stromsetup und auch das hat bestens funktioniert. Und jetzt, wo wir stationär sind, könnte man meinen, es braucht sie nicht, aber hier kommt sie auch fleißig zum Einsatz, denn wir laden unsere Akkus drüber und wir betreiben auch Geräte darüber, denn gerade bei so einem DIY-Projekt oder einem Makeover kommt sowas wirklich sehr gelegen. Laden tun wir die Powerstation am liebsten über unser mobiles 200 Watt Solarpanel. Das kann man auch perfekt zur Sonne ausrichten und es ist natürlich die nachhaltigste Variante, aber die Powerstation lässt sich natürlich auch auf verschiedene Arten laden. Ja, und natürlich gibt es auch von der Powerstation verschiedene Dimensionen, sodass sie alle Bedürfnisse decken kann. Mit dem Code TRAVELERS05 erhaltet ihr jetzt 5% Rabatt auf alle portablen Geräte bei Jackery. Schaut also unbedingt vorbei und sichert euch euer Elektro-Setup. Heute ist der Tag, an dem man die wohl hoffentlich größte Veränderung am Van sehen wird. Wir wollen weiter die Fronten und die Wände bearbeiten. Das heißt, die Schranktüren kommen alle raus und dann wird dann wird es richtig staubig, dann wird alles abgeschliffen, damit wir die neue Farbe ranbringen können. Das wird richtig viel Arbeit. Ich glaube, mir werden die Arme am Ende wehtun, aber ich glaube auch, das wird es wert sein, denn ja, ich erhoffe mir einen großen Unterschied zu vorher und nachher. Je mehr wir von den Türen abschrauben, desto einfacher wird es dann sein, um die zu schleifen und dann auch zu lackieren. Und wir haben ja an jeder Tür so einen Griff, so einen Ledergriff montiert mit schwarzen Schrauben. Mittlerweile hat sich die Farbe von den schwarzen Schrauben einfach gelöst. Ja, das muss auch neu gemacht werden und ja, es sind doch ein paar Schrauben und Türen, die wir haben. Also das hatten wir uns definitiv einfacher vorgestellt. Die Schraubensicherung tut auch nach 5 Jahren noch ihren Job. Sehr gut, zu gut. Wir kriegen die Schrauben fast nicht raus und einige, also auch mit der Zange beim Gegendrücken, da dreht sie einfach durch. Also ich glaube, wir kriegen nicht alle weg, aber wenigstens eine pro Griff hoffentlich, weil dann können wir drunter schleifen. Und ja, dann müssen wir halt improvisieren mit dem Rest. Halleluja! Es kann ja nicht sein, dass man für ein paar Schrauben über eine Stunde braucht. Das ist echt, also wir haben ja sowieso nicht so viel Zeit für das Ganze hier. Ende der Woche soll der Van schon zum Mechaniker kommen, damit er ihn mal durchchecken kann und auch den TÜV machen kann. Und dann hält man sich mit sowas Blödem auf wie ein paar Schrauben. Das ist so... Ja, aber immerhin, wir haben alle rausbekommen. Daran hatte ich erstmal zwischendurch nicht geglaubt. Also von dem her, das ist schon mal gut. Ja, und jetzt kann ich hier mit Schleifen anfangen. Yay! Mittlerweile hat es angefangen zu regnen und es ist richtig kalt geworden. Wir wollen heute unbedingt alles zumindest angeschliffen haben, weil die Farbe, die muss ja auch 12 Stunden trocknen, bevor die zweite Schicht dann drauf kommt. Also es gibt
richtig viel zu tun. Ich weiß gar nicht, wie wir fertig werden sollen. Aber ja. Was für ein Tag. Mir tut alles weh. Und es wird auch langsam dunkel. Also ich glaube, es ist wirklich Zeit zusammenzupacken. Es ist genau wie wir befürchtet hatten. Kaum fängt man an zu arbeiten, kickt der Perfektionismus. Wir wollten eigentlich wirklich nur lokal die Stellen ausbessern, wo es einfach nicht mehr gut aussah. Einfach nur so beilasieren quasi und dann ja, fängt man an zu arbeiten und dann sieht man hier noch eine Stelle und da noch eine Stelle und ja, wenn man schon dabei ist, dann macht man es auch richtig. Ja, und dann wird es einfach eine endlose Geschichte. Ich habe auch keine Ahnung, wie meine Arbeit jetzt am Ende des Tages noch war. Ich bin so müde, mir tut alles weh. Ich glaube, morgen früh finden wir dann raus, wo ich überall noch Stellen ausgelassen habe oder wo ich den Feinschliff vergessen habe. Ja, keine Ahnung. Wir finden morgen raus, was genau der Status ist. Jetzt geht's für mich erstmal unter die Dusche und ich glaube, wir bestellen auch eine Pizza, weil auf Kochen haben wir jetzt, glaube ich, beide keinen Bock mehr. Ich konnte es gestern Abend doch nicht sein lassen, also habe ich noch bis fast Mitternacht noch eine Front gestrichen. Ich wollte unbedingt sehen, wie sich das, ja, wie es schlussendlich dann wird. Ich bin ziemlich zufrieden mit dem Ergebnis, also das ist die Front, so sieht die Rückseite aus, also sieht doch wie neu aus. Heute geht es darum, dass wir noch die restlichen Sachen schleifen, die geschliffen werden müssen und ja, anfangen zu streichen, zumindest eine Schicht. Und dann heute Abend noch die zweite Schicht. Dann hoffen wir, dass zumindest all die Schranktüren bis morgen fertig sind. Und dann geht es drinnen im Van weiter. Es ist schon wieder fast ein ganzer Tag rum, aber immerhin drinnen ist alles fertig, um nun gestrichen zu werden. Das heißt, was noch fehlt, ist nur noch das Abkleben der Stellen, die eben nicht voller Farbe sein sollen. Und wir müssen noch die Ablage drinnen rausnehmen, denn das macht einfach Sinn, das davor zu machen. Roberto ist schon dran. Er ist heute gefühlt produktiver gewesen. Er hat sogar schon die zweite Schicht der Schranktüren machen können. Also die üblichen Geräusche, wenn man da den Van auseinander nimmt. Ja, also ich glaube, das sieht schon richtig gut aus. Macht richtig Vorfreude auch darauf, wie das Endergebnis sein könnte, weil im Van sieht es im Moment noch nicht so schön aus. Alles so fleckig und so, aber das kennen wir ja. Ja, also jetzt müssen wir vorne noch ein bisschen was auseinandernehmen, damit wir eben diese Abdeckung rausnehmen können und auch den Himmel. Das wollen wir ja frisch beziehen. Und vor allem können wir dann drin anfangen streichen. Heute auf jeden Fall soll die erste Schicht noch dran kommen. Einmal Himmel. Weißt du noch? Die Smileys, die wir hier oben gezeichnet haben.
Aber schau mal der Unterschied hier, wie das mal war, wie es geworden ist. Vamos! Wie kann man das machen? Mit die rausnehmen. Kann man es nicht dort irgendwie rauflupfen? Dort ist auch das Ding im Weg, hä? Also, da bewegt sich das allgemein null. Wenn man denkt, man zieht einfach das Fach raus und dann läuft's. Ja, natürlich geht's nicht so einfach. Wir haben anscheinend die obersten 3 Latten von der Verkleidung erst dann rangemacht, als das Fach schon drin war, und jetzt kriegen wir es nicht raus, weil die im Weg sind. Also müssen wir erstmal 3 von den Wandlatten runternehmen und dann können wir das Fach rausnehmen. Wäre ja langweilig, wenn es einfach läuft, oder? Ja, wenn wir da... Jetzt? Nein, es langt nicht, weil das untere Brett ist wieder grösser. Wenn ich das jetzt... Nein, das geht nicht. Hey, aber haben wir das Teil innen da noch, bevor wir überhaupt da eine Verkleidung dran haben? Ich kann mir Nicht, nicht oder? vorstellen. Okay, wir haben uns jetzt entschieden, ein bisschen Gewalt anzuwenden, damit wir das Problem lösen können. Bringen wir es jetzt raus? Wer weiß. Jawohl! Zu früh gefreut. Okay. Okay, aber. Dort oben. Sieht so seltsam aus, den Van wieder so zu sehen, so mit den Latten weg und das Fach weg. Irgendwie so wie damals beim Van-Ausbau, so roh. Irgendwie, ja, das weckt ganz viele Erinnerungen. Und auf der anderen Seite, ich staune auch, wie clever wir damals waren teilweise. Wir haben ja über das Armaflex zum Beispiel drüber gezeichnet, wo die Kabel durchgehen und so. Das hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm und finde ich schon gut gelöst. Also ist schon eine gute Sache. Ja, aber wir haben auch beschlossen, dass wir den Tag jetzt mit einem Erfolgserlebnis beenden. Es braucht alles einfach wieder mehr Zeit, als man denkt. Und wir sind müde, wir sind kaputt. Ich schaffe es jetzt nicht mehr nochmal zu streichen, jetzt den Van. Aber dann machen wir morgen früh die erste Schicht, am Abend die nächste und dann vielleicht reichen ja auch 2 oder dann machen wir am nächsten Tag die 3., je nachdem. Ja, und den Himmel und all die anderen Kleinigkeiten, die noch anfallen, die machen wir halt zwischendrin. Naja, morgen ist ja auch noch ein Tag. Morgen machen wir das alles. Nachdem wir den gestrigen Tag so positiv beendet hatten, ja, kam heute früh gleich der Dämpfer. Wir haben gemerkt, dass mir wohl ein Fehler unterlaufen ist, den man eigentlich hätte vermeiden können. Aber dadurch, dass es erst heute früh aufgefallen ist, haben wir schlicht die Zeit nicht mehr, um den auch noch zu korrigieren. Also werden wir wohl damit so weitermachen müssen, wie es jetzt ist. Ich sage euch nachher gleich auch, worum es geht. Ich will jetzt aber unbedingt erstmal den Van endlich abkleben und streichen, denn die erste Schicht muss ja auch trocknen, damit wir heute Abend auch die zweite noch machen können, damit wir nicht komplett aus dem Zeitplan rauskommen. Also starte ich jetzt erstmal damit.
damit kommen wir zu dem Teil, der mir ein bisschen misslungen ist. Wir haben nämlich für den Himmel und das Ablagefach in einem Stoffladen 2 Stoffe ausgesucht, die für uns perfekt gepasst haben. Schön abgestimmt, einer mit Muster, einer ohne. 2 schöne, aber neutrale Grautöne. Ja, und wir wollten noch mal drüber schlafen, also habe ich den Stoff am nächsten Tag online bestellt. Das Bild sah genau gleich aus, aber ich habe die Beschreibung nicht durchgelesen. Anfängerfehler. Ja, und deswegen habe ich den Stoff mit Muster mit einem Blauton bestellt, anstatt in einem neutralen Grau. Ja, und natürlich haben wir das Paket nicht gleich aufgemacht, als es angekommen ist, sondern erst heute früh, als wir wussten, wir werden den Stoff verarbeiten, und da ist es uns aufgefallen. Und da der Fehler ja bei mir liegt, kann ich ja auch schlecht sagen, hey, diesen fertig zugeschnittenen Stoff für unsere Bestellung sollt ihr jetzt umtauschen. Mal davon abgesehen, dass wir die Zeit nicht dafür haben. Das heißt, ich habe jetzt das Ablagefach schon hier, da reißen wir jetzt den alten Stoff runter. Dasselbe machen wir drinnen und auch mit diesem Himmelstreifen rundherum. Und dann kommt der neue Stoff drauf. Es gibt noch 2 Sachen, die ich unbedingt heute noch fertig machen will. Und das eine ist nämlich der Scheinwerfer. Schaut euch im Vergleich, wie der aussieht. Der geht mir schon seit Jahren auf den Sack. Wir konnten einfach unterwegs nie einen Scheinwerfer auftreiben. Und deshalb haben wir jetzt einen niegelnagelneuen gekauft. Denn wir haben den immer wieder schleifen lassen in Mexiko. 2-mal, glaube ich, und einmal in Südamerika irgendwo. Aber nach einer Woche, 2 hat er wieder so ausgesehen, und so kann man definitiv nicht fahren und auch nicht zum TÜV fahren. Also nehme ich das jetzt mal in Angriff und wechsle den. Was für ein Unterschied zwischen alt und neu. Da werden wir in der Nacht auf jeden Fall was sehen, und der TÜV wird sicherlich auch Freude daran haben. Eine Sache hat sich Jimmy auf jeden Fall auch noch verdient, nämlich neue Koni-Stoßdämpfer. Die gleichen, die hatten wir auf der Panamericana, waren super zufrieden damit. Wir sind damit etwa 80.000 Kilometer gefahren, und danach sind sie leider regelrecht explodiert. Überall ist Öl ausgelaufen. Aber ich muss schon sagen, nach 80.000 Kilometer richtig anspruchsvollen Pisten, ja, da kann sowas mal passieren. Und die sind auch wieder einstellbar. Also von dem her, ja, wir wissen, was wir hier haben, wir wissen, wie zufrieden wir damit waren, und wenn wir hier schon zu Hause sind, dann baue ich die gleich ein. Stoßdämpfer gewechselt, so sehen die alten aus, also die sind nach nicht einmal 10.000 Kilometer komplett schon durch. Ich bin froh, habe ich das jetzt gemacht, und ich schaue kurz, was Jessie hier macht. Wie läuft's bei dir? Ja, doch gut eigentlich. Es ist nervlich, sehr anspruchsvoll, aber das Ergebnis kann sich eigentlich schon sehen lassen. Ja, ich freue mich, wenn wir da fertig werden. Ja. Viel fehlt ja nicht, also eigentlich wir sind noch in den letzten Zügen. Ja, dann nochmal alles irgendwie zusammenschrauben. Ja, und dann zeigen wir euch das finale Ergebnis. Es ist soweit, wir sind fertig geworden. Es hat sich ja zwischendurch wirklich wie ein nicht enden wollender Marathon angefühlt. Ihr kennt es vielleicht, DIY-Projekte dauern immer länger als man denkt. Die Projekte werden immer größer als man ursprünglich denkt. Ja, aber jetzt ist der Marathon vorbei und wir kommen gleich zu dieser Liste. Aber vorher kommen wir hierzu. Wir wollen nämlich nächste Woche ein Q&A machen. Wir halten immer wieder Fragen von euch zu dieser Umbruchphase, zu den Neuerungen, die es bei uns gibt. Also haben wir das Gefühl, wir haben das vielleicht noch nicht ganz so gut
ganz so richtig mit euch geteilt. Also schreibt eure Kommentare, schreibt eure Fragen in die Kommentare unten rein, dann beantworten wir die im nächsten Video. So, und jetzt kommen wir zu dieser Liste. Mit am wichtigsten waren uns ja die abgegriffenen Schränke und Fronten, die einfach, ja, mal weiß waren, aber mittlerweile schon echt schmuddelig aussahen. Und das haben wir ziemlich erfolgreich, glaube ich, hingekriegt. Das war so viel Arbeit, hatten wir am Anfang nicht so erwartet, war auch nicht so gedacht, dass wir so gründlich sind. Aber es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Alle Fronten, alle Schränke, alle Türen sind wieder weiß, die strahlen so richtig und es gibt einem gleich ein viel besseres Gefühl im Van. Also ein großes Kreuz hier. Dann natürlich, das betrifft auch die Küche, aber in der Küche waren es ja auch diese Innenböden von den Oberschränken. Das haben wir auch gemacht. Dann die Küchenplatte, die haben wir auch nochmal abgeschliffen und geölt. Die ist jetzt auch wieder schön frisch. Ein paar Hicke haben wir natürlich nicht rausbekommen, weil die einfach zu tief waren. Aber es sieht auf jeden Fall schon sehr viel besser aus. Und Roberto hat sich richtig Mühe gegeben und hat die ekligen Wasserschläuche gereinigt und teilweise auch ersetzt. Gerade beim Abwasser, das war schon echt unschön. Aber das ist jetzt auch gemacht und somit haben wir eigentlich die komplette Küche auch erledigt. Dann waren noch die Türgriffe, die so ein bisschen zusammenhängen mit diesen neuen Fronten. Die wurden auch erneuert mit neu angepinselten Schrauben. Also das sieht auch wieder top aus. Und dann kam natürlich noch der Kühlschrank. Da gebe ich zu, so ganz gründlich haben wir den jetzt nicht gereinigt. Aber von außen auch die Halterung haben wir geputzt, was wir eigentlich so nicht unbedingt geplant hatten. Und der Griff ist auch wieder neu. Das Seil war ja ein bisschen ausgefranst schon. Das haben wir auch ersetzt. Also ich setze mal ein Kreuz ans Putzen, weil das ist ganz okay. Und wenn wir es dann einräumen und die Sachen wieder reintun, die Lebensmittel, dann gehen wir noch einmal drüber. Aber dann wird das auch okay sein. Also Kühlschrank haben wir auch abgehakt. Schranksicherung, da haben wir auch ein neues Seil gespleist. Das war ja auch schon so ein bisschen ausgefranst. Da haben wir auch ein großes Kreuz dran. Die Fußmatte, da haben wir endlich wieder mal was Passendes. Wir haben da 2 Stücke zwar zu einem Stück zusammenfügen müssen, aber das passt auf jeden Fall. Jetzt sitzt auch das Mückennetz wieder besser, weil der Boden ja damit auch so einen halben bis 1 Zentimeter höher ist. Also ist das auch wieder dicht, weniger Mücken drin und es sieht auch noch mal viel heimlicher aus. Also ich finde, das ist gut gelungen. Und dann hatten wir noch 1, 2 Stellen an der Hecktüre, wo sich der Filz so ein bisschen gelöst hat. Da haben wir den Sprühkleber gleich mal rangepappt und das hält jetzt auch wieder. Also insofern sind wir, was die Liste angeht, komplett durch. Das ist doch ein Erfolg. Und auch hier vorne im Van hat sich einiges getan. Eine Sache, die wir uns schon seit eigentlich Jahren immer vorgenommen haben, war unsere Souvenirs auch anzubringen. Wir haben ja überall in den Ländern ein bisschen was gesammelt und wollten es irgendwo im Van platzieren. Ja, und jetzt haben wir es endlich geschafft und wir starten direkt hier mit diesem kleinen Welcome-Schild, das wir aus Belize haben. Und drum ist es nämlich auch auf Englisch und nicht auf Spanisch. Und hier im Van haben wir noch viele weitere Souvenirs, die ihren Platz gefunden haben. Gerade auf dieser Wand haben wir die meisten, zum Beispiel aus El Salvador, aus Mexiko, aus Argentinien, aber auch gegenüber auf der Seitenwand der Oberschränke haben ein paar Souvenirs ihren Platz gefunden. Und ich finde es richtig schön, dass die uns jetzt immer an unsere Reise erinnern werden, wenn wir unterwegs sind im Van. Und dem ganzen Van, der so eher schlicht gehalten ist von den Farben, auch so einen Farbtupfer gibt. Ja, und wenn ich schon so hier stehe, dann sehe ich hier vorne eine auch der größten Sachen, die wir am Van gemacht haben. Wir hatten es nicht aufgeschrieben, aber es war uns von Anfang an klar, dass wir uns darum kümmern müssen. Und das hat auf jeden Fall auch viele Nerven gekostet. Dieses Projekt war ja doch einiges aufwendiger, als wir gedacht hatten. Und der Stoff war ja auch eine Fehlbestellung. Und ich finde auch, ein grauer Stoff hätte noch mal einen Ticken besser gepasst. Aber ich bin eigentlich sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Also auch am Himmel direkt, der Stoff hält richtig gut. Mir gefällt das Muster. Und ich finde, das macht es auch nochmal so ein bisschen wohnlicher. Also ja, ich bin sehr zufrieden damit. Und natürlich gab es noch weitere 1000 Kleinigkeiten, die wir am Van gemacht haben. Aber nach so langer Zeit, würde ich sagen, hat sich das Jimmy verdient. Und wir fühlen uns hier auf jeden Fall wieder wie zu Hause, oder? Ja, und ich freue mich schon, wenn wir auch mit dem neuen Ausbau wieder unterwegs sein können. Schreibt doch gerne in die Kommentare, ob euch das Makeover auch gefallen hat und vergesst eure Q&A-Fragen nicht. Ja, und vergesst auch das Video nicht zu hypen, zu liken und unseren Kanal zu abonnieren. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns nächste Woche beim Q&A. Hasta luego! Hasta luego!